Hi guys, I will show you something I practice on. It's just a piece of watercolor paper and I wanted to try different things. One thing was this glazing with watercolors where you put layers on top of each other, but you can see the layer on the bottom. So that's what I just do, wetting my page here, and then going on with different color in this here on this particular area I'm working with blues, and just to get some different shades using two different colors. But at the end of the day it was a practicing piece. My intention wasn't to finish something, but you know me, I really can't have an unfinished piece. So, and the camera is running anyway, so I thought I will show you what I made. So, hallo ihr Lieben, ich werde euch heute was zeigen. Es ist eigentlich nur so ein bisschen was zum Üben für mich, um so bestimmte Techniken auszuprobieren. Und hier in dem Fall habe ich mit Aquarellfarben gearbeitet und wollte so eine Glazing-Technik versuchen, ist so verschiedene Farben aufeinander in Schichten, um dann aber immer noch die unteren Schichten sehen zu können. So, das ist jetzt die erste Schicht und dann gehe ich drüber noch mit anderen Farben. Das nur mal so am Rande. Aber letztendlich kann ich das Stück dann so irgendwie nicht immer liegen lassen. Als ich dann so meine Übungen gemacht habe, habe ich gedacht, ach komm, machst du einfach weiter. Dann hatte ich Lust zu zeichnen und so weiter. Meine Kamera läuft halt immer. Das ist ganz gut. Könnte ja was draus werden. Und das zeige ich euch heute. So, wie gesagt, erst habe ich die Schichten gemacht. Die nächste Schicht zeige ich jetzt nicht, die seht ihr gleich. Und habe dann noch probiert, ich habe so einen neuen Aquarellfarben Entferner, so eine Art Radiergummi. Das habe ich jetzt ein Stück abgeschnitten, das habe ich feucht gemacht und versuche eben rauszufinden, ob das was taugt. Und werde versuchen, jetzt durch die Schablone Farbe zu entfernen. Und das funktioniert ganz gut. Natürlich, das ist jetzt ein sehr, sehr gutes Aquarellpapier. Das nimmt keinen Schaden. Ich würde das jetzt nicht auf einem billigen Papier machen. Ja, das nimmt schon Oberfläche ab. Das ist schon so. So, that's another technique I wanted to use. I bought this watercolor eraser, cut a piece off, and wet it. It's a damp, it's not really wet. And I wanted to try if I can remove watercolors from the surface, and it works, as you can see through the stencil. I did that. I wouldn't recommend doing that on cheap watercolor paper because it will of course take something from the surface, but with the more expensive watercolor paper it won't be harmed a lot, so you can work on top. So after I've done that, I thought, yeah, okay, done that, tried it, works, and why not drawing something on this? And with the colors and bubbles, I thought, oh, that would be something for a scene under the sea. And I drew this fish, will we call it fish? Whatever, fantasy fish, whatever it is. I just drew it down out of my mind and found it funny. So, so I'm going on with my watercolors and doing a lot of shading and going on and on and on. It's not really rocket science. Just trying to, before I go on with the next layer, I'm always drying it. That's really, really important. Dry every layer of your watercolor before you go on, otherwise the surface of the paper will be more and more destroyed, not destroyed, but it will get wet and it will peel, even the most expensive one. So always think about that. Wet, dry every layer you're doing. And with the eyes, you could see I used my watercolor eraser, and that worked really good. I'm quite happy about that. That works. So I'm going on here with the mouse and get the right shade in. And what I
try to get the expression is this, what? This very, very shocked expression in its face. So, ich habe dann hier dann weitergemacht und was gezeichnet, und ich habe dann irgendwie gedacht, so, das ist von den Farben her, sieht das ja schon sehr nach Meer aus, und habe mir gedacht, das ist eine schöne Unterwasserszene, und habe angefangen, einen Fisch zu malen. Das ist jetzt so ein Fantasiefisch. Nix, sowas existiert nicht. Ja. Ich hatte einfach nur Spaß, was Witziges zu malen, und habe dann ich habe das übrigens mit Aquarellstiften gemalt, sodass man dann keine Linien sieht, weil ich das ja dann verblende. Habe dann mit Aquarellfarben weitergemacht, ein bisschen ja verblendet hier und da, und auch mit diesem Wasser, ja, Aquarellfarben, Radierer noch die Augen wieder, die Farbe entfernt. Das funktioniert wirklich ganz gut. Und ihr könnt ja sehen, jetzt hier in dem Moment packe ich das Weiß von den Aquarellfarben drüber. Das ist ja nun wirklich kein Weiß im Aquarellkasten, ist ja keine Aquarellfarbe. Das ist ja mehr so ein Gouache, und einfach hier drauf gepackt. Und ihr könnt ja sehen, das Papier verhält sich immer noch sehr gut, obwohl ich das mit dem Radierer entfernt hatte. Das wollte ich eigentlich auch wissen. Mache ich mein Papier da komplett mit kaputt oder funktioniert es? Bisschen Schattierungen, wie gesagt, hier und da. Mit den Augen mache ich weiter. Da kommt noch ein bisschen Grau rein zum Schattieren und so weiter. Arbeite ich einfach noch schön an den Tiefen, einfach um eben noch mehr Dimension reinzubringen, wie ich das halt so mache. So, und ihr habt gesehen, oben die Flosse, die habe ich so ein bisschen abgekippt. Da kommt gleich noch was dran. Dieser Schritt gab mir dann die nächste Idee. Wie das dann bei mir immer so ist, ein Schritt führt mich zum nächsten. Und zwar ist es eine Kugel, da kommt jetzt nicht Gesso, das ist weißes Gouache in den Hintergrund, einfach damit ich die nächste Schicht schön deckend habe. Und ihr seht jetzt schon, das wird eine Kugel. Ihr habt ja vom Text oder vom Titel schon gesehen, dass es was mit Weihnachten zu tun hat. Es wird eine Christbaumkugel, ja. You know, you could see me fiddling with my little fish here and shading and give it more dimension and so on. And the flipper here on top, I bent the top or the tip, and that gave me the idea, you know, the way I work, one step leads me to another, so I got the idea to put this bowl, yeah, in and hang it like a Christmas tree bowl. So, and that's from the title, you already know what it's about. So it's a Christmas tree bowl, and this little fish is pretty shocked about, oh, did I forget something Christmas? No, it's still time, little guy, so don't be afraid. But that's some of my weird ideas I get when I do stuff like that, so I find it funny. So, and I go on then and make that piece a bit more of an art journal piece. To get some stems only on this bubbles, I use the stencil, and I protect the other holes with some tapes just to get the stamping impression on my bubbles, and that works quite good. Ich habe dann hier angefangen, wollte dann weitermachen und das Ganze als Art Journal Page zu Ende bringen. Und deswegen habe ich hier mit ein bisschen Stempel angefangen und wollte ich nur auf diesen Kugeln haben oder auf den Kreisen haben. Darum habe ich die Schablone nochmal benutzt, aber eben drumherum alles abgeklebt, damit ich da einfach nur den perfekten Abdruck auf diesen Kugeln kriege. Die werden jetzt noch schön umrandet und der Fisch auch, einfach ja, um die Linien so ein bisschen zu verstärken, das Ganze so ein bisschen zu definieren. Und werde noch mit einem weißen Posca arbeiten, einfach um die Highlights hier reinzubringen. You know, I just went over the lines or around the lines just to give it more dimension, and I'm working with my white Posca here to get some highlights in. And you know, I started this page as practicing watercolor techniques, and
So, but now in this stage, I thought, oh, that might make a nice card, and why not getting rid of the background? But of course, I wanted to keep a colorful background, so that's why I'm using my gouache here. That works always great with watercolors. The gouache is not permanent, but it's not water soluble 100%. It's this middle thing in the middle, and the watercolor will come through, and that's what I was after. And when you're not mixing or thin the gouache down with a lot of water, it dries pretty quick, and then you get, or I got, this distress look when I went over with the brush again and again while it was drying. So I really like that, and I went over the whole background just to get rid of this Squares I had there. So, ich habe dann jetzt hier mit weißem Gouache gearbeitet, einfach weil ich mir gedacht, ach Gott, ja, ich habe ja angefangen als ein Übungsteil, aber dann habe ich mir gedacht, ach, das macht vielleicht eine ganz nette Karte, warum nicht den Hintergrund irgendwie wegkriegen, den fand ich jetzt nicht mehr so passend. Damit habe ich das weiße Gouache genommen, weil das ist einfach nicht komplett wasserlöslich, aber auch nicht komplett permanent. Das ist so ein Zwischending. Das heißt, wenn ich das jetzt hier auf die Aquarellfarben draufpacke, bleibt der Hintergrund trotzdem farbig. Jetzt nicht so extrem dunkel, aber die Farbe kommt schon durch, und das wollte ich schon erreichen. Und da das Gouache, wenn man das nicht so sehr mit Wasser mixt, dann trocknet das relativ schnell, und wenn man dann immer wieder drüber geht mit dem Pinsel, macht das schon so einen schönen distressy Hintergrund. Das hat mir gut gefallen, und muss jetzt natürlich nochmal über alle Linien, weil die ein bisschen verwaschen waren von dem Gouache, einfach nochmal, um die zu definieren. And of course, I had to go again over the lines because the gouache had watered it all a bit down. I went over the lines, of course, and had to go over all the lines to get the dimension back. So now I go on to work on it like an art journal page, get some lines in on the right and the left here with a mixed media stamp. And I wanted to pick up the red. This red bubble there was a bit lonely by itself color-wise, so I will put in the same color on these lines. You will see in dots. Ich habe dann hier auf die Seiten diese Linie gestempelt. Das ist so ein Mixed Media Stempel, einfach um so ein bisschen Muster da reinzukriegen. Und ich wollte das Rot noch aufgreifen, weil das war so einsam da. Deswegen habe ich mir gedacht, das braucht noch ein bisschen mehr Rot, und habe dann einfach hier die Punkte auf diese Linien gesetzt. Ein bisschen wie Noten, oder? Ja. Und einfach, um das wieder aufzugreifen. Und das war's dann schon. Ich werde dann noch den entsprechenden Text machen, und dann ist das Ding schon fast fertig. Und zwar ich habe ja den Gesichtsausdruck, eben so diesen überraschten oder in Panik Gesichtsausdruck, und darum ist es dann Don't Panic, Still 90 Days to Go. Das heißt einfach keine Sorge oder keine Panik. Es sind immer noch 90 Tage, also ja, bis Weihnachten. Das ist natürlich der Hinweis auf Weihnachten. So these are my words, and it's of course Don't Panic, Still 90 Days to Go. It refers to Christmas, of course, and this little shocked face of my fish. So, and that's the last thing I do. I will glue it down. I'm not showing the whole process into a card. I will do that later. I need to find a reason to send it to someone. I know, somehow I know who will receive that, because I know a person who is always panicking about Christmas time, or when it gets closer to Christmas. Okay, so that's the close-up already, guys. I hope you like it, and if so, please leave me a thumbs up, and a comment would be very much appreciated. I hope I will see you very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Guys, be careful, stay healthy, but never forget to stay creative. So, bye-bye, guys. Ihr Lieben, ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und ich hoffe, ich sehe
ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine total schöne Zeit, aber bitte bleibt vorsichtig, bleibt gesund und vergesst nie, immer schön kreativ sein. Also macht's gut, bis dann, tschüssi.